Hey, was geht? Schön, dass ihr wieder alle eingeschaltet habt. Wir bauen uns heute Kinderspielzeug. Manche wissen ja vielleicht, ich habe 2 Brüder, Zwillinge, 16 Monate alt, und die haben zu Weihnachten eine Kinderwerkbank bekommen. Die Kinderwerkbank ist aber nicht für Zwillinge ausgelegt, somit ist halt das Werkzeug auch nur einmal dabei und die streiten sich halt immer drum, wer was bekommt. Und die Leute, die mir auf Instagram folgen, die wissen schon, dass ich so 2 Schraubendreher gebaut habe. Der ursprünglich, also das ist meine Version, oder das, was ich gebaut habe. Ursprünglich, also der Originale war der da. Und ich habe den halt einmal gebaut, weil hier vorne haben sie schon was abgebrochen und so konnte man halt die Schraube nicht mehr richtig festdrehen. Und die sind auch einfach stabiler. Also der Stiel hier, also das Ding hier da vorne, das ist stabiler und hält mehr aus. Und für die anderen Werkzeuge, die jetzt hier noch rumliegen, also die diese noch haben, da bauen wir uns jetzt auch nochmal das Doppelte halt. Also ihr wisst, was ich meine, halt nochmal das Gleiche, dass wir es doppelt haben. Und wie bei jedem Projekt fangen wir mit der Holzauswahl an. Die Projekte sind halt ganz gut, um halt seine ganzen Reste, die man hier so hat, aufzubrauchen. Und ich schaue jetzt erstmal, was wir hier für Holz brauchen. Ich sehe schon, für diesen können wir das ganz gut benutzen. Das heißt, wir legen uns das schon mal raus. Und jetzt suche ich noch Holz für die anderen Teile. Wenn wir jetzt unser ganzes Holz zusammengesucht haben für die ganzen Teile, können wir schon anfangen, das Ganze jetzt erstmal aufzuzeichnen. Ich zeige euch jetzt noch kurz, wie ich mein Restholz verwende. Dieses Holz wird dafür benutzt, um den Anschlag zu bauen, also wo die Skala drauf ist. Das passt halt da drauf. Und für den Griff hier habe ich diese Stärke nicht, weil das Holz ist nämlich etwas zu dünn, und dann mache ich das ganz einfach so. Ich habe jetzt hier noch eine dünne Platte. Die leime ich auf diese Platte drauf und dann habe ich die gleiche Stärke. Bei den 2 Sachen ist es halt ganz einfach. Hier einfach schauen, dass das Ganze hier drauf passt, dass es von der Dicke passt. Hier habe ich geschaut, dass ich für die Säge, also für das Blatt, die gleiche Holzfarbe bekomme oder die Holzart. Für den Griff, der wird ja dann auch lackiert. Da habe ich dann einfach Multiplex. Und beim Hammer, den werde ich zweimal bauen, also wie die Schraubendreher. Einfach nochmal einen, weil ich nämlich einen dickeren Griff baue, damit es auch stabiler ist und besser in der Hand liegt. Und hier habe ich einfach eine ganz normale Vierkantholz, werde ich zurechtsägen, zurechtfeilen. Genau. Und jetzt zeichnen wir erstmal alles an. Nachdem wir jetzt nun alle Teile angezeichnet haben, können wir die ganzen Teile jetzt zuschneiden. Und es ist auch gar nicht schwer, so Kinderspielzeug herzustellen, wenn ihr jetzt nicht vorgegebenes Spielzeug schon habt daheim und es nachbaut, sondern ihr habt gar kein Spielzeug, sondern möchtet es komplett selber bauen, dann ist es ja auch kein Problem. Entweder ihr denkt euch die ganzen Formen einfach aus oder ihr schaut im Internet, da gibt es doch bestimmt irgendwo welche Anleitungen. Und warum mache ich jetzt eigentlich so ein Video, wie man Kinderspielzeug herstellt? Ganz einfach, ich möchte euch einfach zeigen, dass ihr die Sachen auch selber bauen könnt. Also ihr müsst nicht immer alles kaufen, sondern wenn ihr halt die Möglichkeit habt, wie ich jetzt hier, baut die Sachen auch einfach mal selber. Und es muss auch kein Spielzeug sein, was ihr selber bauen, sondern ihr könnt auch Maschinen selber bauen. Alles Mögliche, ihr müsst nicht immer alles kaufen. Und ich fange jetzt erstmal an, die ganzen Teile hier zuzuschneiden.
Gut, nachdem wir jetzt die ganzen Teile ausgesägt haben und geschliffen haben, können wir die Sachen farbig lackieren. Ich zeige euch jetzt gerade noch eine Nahaufnahme von den Werkzeugen und in der Zwischenzeit hole ich die Farben. Ich lackiere draußen an der frischen Luft und da wir gerade Winter haben und ich möchte nicht frieren, ziehe ich mir noch schnell eine Jacke an. Dann packe ich die ganzen Sachen ein und dann sehen wir uns draußen wieder. Und jetzt lassen wir das Ganze schön hier drinnen im Warmen durchtrocknen. So, mittlerweile 2 Tage später, das Ganze ist jetzt trocken. Ich habe das Ganze jetzt zweimal lackiert, also einmal angestrichen, trocknen lassen. Dann haben sich die Fasern aufgestellt. Dann habe ich das einmal abgeschliffen, ganz leicht drüber mit dem Schleifpapier, dass es schön wieder glatt war und bin nochmal mit der Farbe drüber gegangen, habe das wieder trocknen lassen und jetzt ist es trocken. Und jetzt können wir schon alles zusammenleimen und dann sind wir fertig. Und da sind wir fertig. Wir haben jetzt unser ganzes Spielzeug. Die Schraubendreher hatte ich ja gemacht. Da wusste ich noch nicht, dass ich gleich so viel Spielzeug herstellen werde. Das ist jetzt der eine Teil. Und hier haben wir noch mehr Werkzeug. Ganz viel Werkzeug. Meine Brüder sind zufrieden. Ich zeige euch jetzt noch gleich Bilder, wo ihr die originalen Werkzeuge seht und meine selbstgebauten im Vergleich. Und dann darf ich schon wieder Danke sagen fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mir gerne wieder einen Daumen nach oben da und auch ein Abo vielleicht. Ist komplett kostenlos, wenn ihr wollt, gerne machen. Tut nicht weh. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Servus.